Hallo, ich möchte mal wieder ein Video machen heute und ich nenne dieses Video wahrscheinlich Adieu, Lüge oder Lüge, Adieu. Und zwar möchte ich, was ich schon oft gemacht habe, jetzt seit 20 Jahren etwa, etwas zu dem Punkt sagen, jetzt ganz kurz, Jesus und die Frage Gott. Ich bin damit aufgewachsen, mit der Bibel, ich bin damit aufgewachsen mit der Erziehung im christlichen Glauben, Konfirmation und Religionsunterricht in der Schule. Und als ich das erste Mal hörte, vor etwa 20, 30 Jahren, ich werde jetzt 72, dass jemand behauptete, Jesus ist Gott, da dachte ich höre nicht richtig oder das kann doch nicht sein. Ich habe es nie in den 40, 50 Jahren gedacht oder angenommen, dass Jesus Gott ist, weil ich kenne auch die Bibel von Anfang bis Ende, also 1400 Seiten etwa. Die habe ich vor etwa 15 Jahren gelesen, weil ich dachte, das musst du jetzt mal machen. Ich käme nie auf den Gedanken zu sagen, dass Jesus Gott ist, was ja die katholische Kirche macht. Oder auch ja inzwischen evangelische Kirche, die Kirche überhaupt. Ich käme niemals auf die Idee, weil es ganz, ganz viele Stellen in der Bibel gibt, wo Jesus ganz eindeutig zu jemand anders spricht als sich selbst, nämlich zu Gott. Wo er sagt, Gott, Gott Vater, mein Gott im Himmel, der Vater im Himmel. Das sind ja alles Aussagen, die nicht Selbstgespräche sind. Und die Situation am Kreuz, als er merkt, ja, er wird tatsächlich gekreuzigt, ruft er sozusagen in Todesangst gen Himmel, Vater, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Sozusagen, tu mir das nicht an. Und er sagt angesichts des Kreuzes, Gott, warum hast du mich verlassen? Und er sagt im Gespräch mit den Jüngern, die einen Beweis dafür haben wollen, wer er ist, sagt er, glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater ist in mir. So, das heißt aber noch nicht, dass er behauptet, er ist Gott. Ich sage auch, mein Vater ist auch in mir. Wenn ihr mich anschaut, seht ihr auch meinen Vater Bruno Hellberg in mir, der schon zig Jahre lang verstorben ist. Aber trotzdem ist er in mir, weil ich etwas von ihm habe. Sowohl genetisch, körperlich als auch geistig. Und ebenso ist diese Aussage von Jesus, glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater ist in mir. Und darum muss ich dieser Theorie oder dieser These des Jesus Gottes ganz vehement widersprechen. Und in diesem Gespräch mit den Jüngern sagt er auch ganz klar, folgt meinen Geboten und ich werde den Vater bitten, damit er euch einen anderen Tröster schickt. Einen, der für immer bleibt, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er wird in euch sein. Das ist doch auch eine ganz klare Aussage zu erstens den Jüngern und dann doch auch von jemand über jemanden, der man nicht selbst ist, sondern ich werde den Vater bitten, heißt es ja. Aber ich bin ja nicht der Vater selbst, sondern dann würde ich ja sagen, ich muss mich selber bitten, dass ich dieses tue. Und dann würde ich auch nicht rufen, Vater, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen, sondern würde ich ja sagen, lass diesen Kelch vorüberziehen und mich selber meinen. Aber das ist ja alles Quatsch im Grunde.
Es hat eigentlich nur eine Funktion, dass die Kirche seit fast 2000 Jahren unzählige Milliarden an Geld gemacht hat. Sie verkauft die reine Seele, die saubere Seele hat sie geschändet. Sie schändet sie jeden Tag durch all ihre Lügerei. Schaut man sich die Kirchen an, wie sie gebaut sind, was darin geschieht, kann man nur sagen, das ist doch keine Ehrung von Jesus, sondern das hat doch nichts mit Jesus zu tun. Das ist ja Protzerei, Protzerei. Das ist sozusagen auf der Ebene wie zu Jesus Zeiten, als im Tempel Menschen da waren, die in diesem Tempel, in dem der Glaube praktiziert wird, mit ihren Tischen da waren und haben irgendetwas verkauft für Geld, Geldwechsler genannt. Sie haben Geschäfte gemacht in der Kirche und Jesus war auch nicht jemand, der immer nur geschlafwandelt ist oder immer nur da so nichtstuend gesessen hat, sondern der auch mal wütend geworden ist. Und er ist in diesen Tempel reingegangen und hat voller Wut, weil er es nicht ertragen konnte, diese Sünde sozusagen, den Glauben einzutauschen gegen Geld, ist er hineingegangen und hat voller Wut die Tische umgeschmissen, wo die Ware drauf war oder das Geld oder was auch immer, womit sie Geld gemacht haben. Er hat diese umgeschmissen, diese Tische, und wenn man die Zeit zurückdenkt, 2000 Jahre, werden es nicht kleine Tische gewesen sein, wie wir heute als Gartentisch haben, mit so dünnen Beinen und filigran, die du nur anpusten musst oder schräg angucken musst und dann fallen die um, sondern das werden schon stabile, dicke Platten gewesen sein, Holzplatten und Holzbeine, und Hauptsache, das steht und fällt nicht um. Da braucht man noch eine gewisse Energie, eine Wut, eine Kraft, dass man das will. Das ist kein Zufall. Und ich kann dieses jetzt langsam aber sicher nicht mehr ertragen, diese Lüge, die tagtäglich verbreitet wird, des Jesus Gott ist. Das ist einfach Lügerei. Jesus spricht immer davon, der Vater im Himmel, mein Vater, und davon, dass er der Sohn ist. Und wir haben hier Vater und Sohn und Vater. Und obwohl der eine im anderen ist und der andere in einem, heißt es nicht, dass sie identisch sind, sondern sie sind beide sozusagen ineinander, miteinander verwoben, aber sie sind dieses Vater und Sohn. So, das wollte ich jetzt gerne sagen, da mache ich hier noch ganz schnell ein Video. Eigentlich wollte ich gerne Mittagessen, dieses hatte jetzt aber Priorität. Und ich kann euch nur mal bitten, wenn ihr wirklich die Wahrheit wollt, und darum mache ich dieses, zum Beispiel, weil ich die Wahrheit will, dann holt euch die Bibel und lest darin oder lest sie online. Man braucht dafür Zeit. Das kann man nicht in 2 Tagen lesen. Da könnt ihr auch sagen, ich lasse mir einen Monat Zeit oder 2. Aber ich nehme mir mal vor, das zu lesen und versuche, so viel davon zu verstehen, wie mir möglich ist. Also das ist keine gute Nachtgeschichte oder irgendein Vierlefanz oder es ist kein Pornoroman oder was sonst irgendwie, was man einfach so verschlingt, sondern da braucht man schon Wille für, Wunsch und ja, wirklich die Absicht, das zu tun. Und bei mir ist es so, ich werde jetzt ja 72, das heißt, irgendwann ist ja auch vorbei. Ich habe gesagt, ich gehe den Weg der Wahrheit, und was die Wahrheit ist, das möchte ich erzählen, das möchte ich sagen, das möchte ich herausfinden. Und es gibt manche, die denken oder sagen mir, dass ich der Gegenspieler bin oder ich wäre Satan oder Luzifer.
Und was weiß ich und wo ich sage, wenn das tatsächlich so wäre und es ist die Wahrheit, ich bin Satan oder ich bin Luzifer, würde ich das annehmen und sagen, ja, wenn das die Wahrheit ist, dann ist es so. Ich kann sie doch nicht ändern dadurch, dass ich lüge oder mich verstecke, sondern ich muss sie annehmen und ich muss hindurchgehen durch diese Wahrheit, wer immer ich sein mag. Und so müssen wir jetzt voranschreiten, wenn wir uns die Welt anschauen. Jeden Tag die neuen Nachrichten. Wir strömen dem Totalzusammenbruch entgegen, wenn wir nicht endlich den Mut haben, etwas zu verändern. Das heißt, jeder bei sich persönlich, was ist meine Wahrheit, wo lüge ich eigentlich jeden Tag und wo habe ich immer schon gelogen mein Leben, wo belüge ich mich selbst, wo belüge ich andere, dass ich das auf den Tisch lege und sage, ja, das ist die Wahrheit. Es hat keinen Sinn, sich vor der Wahrheit zu verstecken. So, und das ist der Sinn von Geist der Wahrheit. Symbolisch diese Taube, die sich herabsenkt auf Jesus als Geist der Wahrheit, quasi, der ihm dadurch vermittelt wird. Und so kann man es nachempfinden. Da ist etwas und das ist die Wahrheit. Und plötzlich komme ich auf diesen Punkt, es hat doch keinen Sinn, wenn ich mich mein Leben lang vor einer Wahrheit verstecke und sage, ich will das nicht wissen, ich will das nicht wissen, ich mache die Augen zu, ich bin so doof, wie ich kann, ich möchte das nicht wissen, sondern ich muss irgendwann sagen, so, volle Kraft voraus. Und jetzt kommt mal alles auf den Tisch und das machen wir jetzt weltweit, wie viele Milliarden Menschen wir auch sein mögen. Jetzt hauen wir auf die Pauke, sozusagen. Das sage ich. Und jetzt sage ich, Shalom, ich mache mir nämlich etwas zu essen und vorher veröffentliche ich dieses Video. Ciao.